Mein Name ist Lena Henke und ich bin Bildhauerin. Wenn der Besucher vom Römer hoch in den Eingangsbereich der Schirn läuft, sieht er schon von weit unten, bevor er überhaupt die Treppen hochgeht, zwei große silberne Aluminiumskulpturen. Wenn man nach oben guckt, in den Zylinder der Schirn, für mich das Gehirn, dieser 17 Meter hohe Zylinder, sind die Fenster geöffnet. Der Sand kann rausfallen, die Leute laufen oben durch die Installation, schauen dann runter auf die Skulpturen, zwei Augen, die quasi in den Raum reinschauen oder dich anschauen. Für mich ist der Rotundenraum Rahmen und Material gleichzeitig. Also mir ist sofort dieser gestresste Durchgangsraum aufgefallen. Es ist halb privat, halb öffentlich. Du bist drin, du bist draußen und damit wollte ich arbeiten. Der Besucher ist Teil meiner Installation. Denn dadurch, dass er oben auf den zwei Rotundenebenen läuft, auf meinem Sand, er läuft quasi in der Skulptur, in dem Gehirn, verändert er die Skulptur. Ab und zu fällt so durch die offenen Fenster Sand in die Skulpturaugen, aber auch in die Augen der Besucher. Die Skulpturen sind 1,50 Meter hoch, du erkennst die nicht, wenn du unten einfach reinläufst in den Eingangsbereich der Schirn. Du musst auf die zwei Ebenen gehen und dann erkennst du erst die Form. Also von hier unten sehen die wirklich nur aus wie zwei große Wannen, silberne Kisten oder sowas in der Art. Ja, das war mir wichtig, dass ich die Leute auch reinziehe ins Gebäude. Dieser Hieronymus Bosch-Effekt, das interessiert mich daran. Du musst irgendwo reingehen und dann wieder raus, um das große Ganze zu entdecken. Und da, denke ich, kommt auch mein Interesse für Systeme, Landkarten, Stadtentwicklung her. Es gibt die Kuppel oben, das ist das Besondere, finde ich, an diesem Ort. Du bist eigentlich draußen, du kriegst das Licht verändert sich tagsüber und du bist aber geschützt vor Wind und Regen. Und damit habe ich jetzt gearbeitet. Das heißt, die Sonne strahlt auf die roten, blauen und gelben Säulen und dieses matte Aluminium in den Skulpturen spiegelt das ein bisschen wider. Ich habe bisher noch nicht wirklich mit Farbe gearbeitet in meinen Skulpturen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit 3 verschiedenen Farben arbeite. Und ich war im Dezember zweimal in Mexiko, bin nach Las Posas gefahren, das ist im nördlichen Teil von Mexiko, und habe den Skulpturengarten von Sir Edward James besucht und mich dort von den Farben inspirieren lassen. Gleichzeitig war ich auch dann in Mexico City, habe das Luis Barragán-Haus besucht, habe die tolle Freundschaft zwischen Luis Barragán und Matthias Göritz kennengelernt. Und das war für mich eine wahnsinnige Inspiration, endlich jetzt mal mit Farbe zu arbeiten. Luis Barragán und Matthias Göritz haben oft zusammengearbeitet und ich fand es ganz toll, wie Matthias Göritz mit diesem Licht umgegangen ist und mit der Farbe von Barragán. Es gibt zum Beispiel in einem von Barragans Häusern gibt es mehrere Bilder, wo er das Licht lenkt, was durch das Fenster reinfällt, durch die Malerei. Und das habe ich so ein bisschen versucht, in meine Arbeit aufzunehmen. Ich habe jetzt Sand mit Aluminium verbunden, was für mich ganz gut funktioniert. Das ist diese Slickheit von dem Aluminium und der Sand passt eigentlich gar nicht dazu. Du denkst ja gleich, der Sand zerkratzt es sofort und schluckt natürlich auch die Farbe und das Licht sofort ein. Also das Gegenspiel interessiert mich sehr. Oder das Zusammenspiel von diesen beiden Materialien. Und für mich sind das ganz pure, einfache, simple, rohe Materialien.